hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, wir sind heute wieder auf einem alten Schlachtfeld aus dem Ersten Weltkrieg unterwegs. Und zwar sind wir heute auf den Hartmannswiller oder Hartmannsweiler Kopf. Ein denkwürdiges Schlachtfeld, wie gesagt, aus dem Ersten Weltkrieg. Und wir wollen uns das Ganze heute hier einmal anschauen, was wir an Relikten finden, was wir an Informationen einfach für euch bereitstellen können, damit ihr sehen könnt, was hier im Ersten Weltkrieg damals passiert ist. Das Ganze ist ein riesiger Berg, der sogenannte Menschenfresserberg, und was es damit auf sich hat, das seht ihr in diesem Video. Ja, ihr könnt es hier bereits erkennen, die Aussicht, die man hier hat in den Vogesen. Das ist ja hier die Grenze von Deutschland Richtung Frankreich. Und aus diesem Grund war dieser Berg halt eine ziemlich wichtige strategische Stellung, weil man hier einfach den Bereich im Elsass halt gut einsehen konnte. Ja, und aus diesem Grund fing es dann auch Ende 1914, also im Dezember, an, dass man sich hier gegenseitig bekämpfte. Und zuerst haben hier die Franzosen mit Gebirgsjägern diesen Berg gehalten, und später wurde er von Sturmtruppen der Deutschen eingenommen, und das Spiel ging so gesehen einige Male hin und her. Das war, glaube ich, 4 Mal insgesamt, dass der Berg letztendlich seinen Besitzer wechselte. Und das Ganze hat jedes Mal unzählige Menschenleben gekostet. Und man geht von Schätzungen aus, um die 30.000 Menschen sind hier praktisch umgekommen. Und etliche natürlich auch noch verletzt. Ähnlich wie wir das ja bereits auf anderen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs gesehen haben, beziehungsweise mit euch zusammen besucht haben, ist hier natürlich im Zentrum von dem Berg ein Monument errichtet, wie ihr das hier auch schon im Hintergrund sehen könnt. Und hier sind auch viele Soldaten beerdigt. Und das Schöne eigentlich trotzdem an der Sache ist, dass es hier immer eine gute Zusammenarbeit gibt. Das haben wir jetzt schon auf so vielen ehemaligen Schlachtfeldern und Monumenten gesehen. Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Franzosen und Deutschen, die zusammen über Vereine und Ähnliches, natürlich auch über die Staaten, das zusammen halt pflegen, aufklären und das einfach für die Nachwelt in Erinnerung behalten, damit die Menschen das halt auch nicht vergessen. Und hier am Hartmannsweiler Kopf, wie gesagt, sind halt auch Vereine tätig, die das Ganze immer pflegen, restaurieren, auf dem aktuellsten Stand halten, damit die Menschen, die, sage ich mal, auch weniger gut zu Fuß sind, relativ einfach auch die wichtigsten Punkte hier am Hartmannsweiler Kopf erreichen können, um sich das Ganze nochmal anzuschauen. Und wenn ihr das jetzt hier sehen könnt, die Gräber, das ja wieder nur ein Teil zeigt von den Verlusten an Menschen, die hier passiert sind, ist das natürlich auch wieder ein Bild, was für sich spricht. So, wir laufen jetzt im Prinzip auf dem Berg so eine Art Rundweg, wo wir jetzt einzelne
Postenstellungen durchlaufen, die in dem Zeitraum halt gebaut wurden. Und ihr könnt jetzt hier erkennen, wir bewegen uns hier praktisch schon in einem Graben, der jetzt natürlich nicht mehr so tief ist. Aber ihr könnt hier sehen, wie das Ganze zum Teil gesichert wurde. Und man hat auch hier schon überall die typischen Granatrichter durch die Granaten der Artillerie und sieht hier im Prinzip, wie zerpflügt das Ganze jetzt hier auch schon ist. Hier haben wir jetzt auch schon die erste Stellung, wo man sich das jetzt hier schon mal vorstellen kann, wie das Ganze ausgesehen hat. Hier hat man zum Beispiel jetzt mal solche Bruchsteine genommen und hier die sogenannten Schweineschwänze. Danke nochmal für denjenigen, der das hier bei uns in die Kommentare geschrieben hat. Das habe ich immer irgendwie gesucht, die Bezeichnung umgangssprachlich hier. Das Schweineschwanz nannte man das oder Schweineschwänze. Weil das hier halt diese Indemoniereisen einmal so geringelt ist, so wie halt bei so einem Hausschwein. Ja, und hier, das sind, sage ich mal, die ersten Unterstände, die man so gemacht hat. Also die Franzosen haben eigentlich durchgängig Holz gemacht. Deshalb werden wir hier höchstwahrscheinlich keine Holzunterstände sehen, außer man hat das jetzt irgendwie nochmal neu aufgebaut, damit man sich das halt vorstellen kann. Ansonsten wurde halt sehr viel mit Stein gemacht, auf deutscher Seite auch, aber auf deutscher Seite natürlich sehr, sehr viel betoniert. Deshalb sind diese Unterstände und Gräben natürlich bis heute noch erhalten. Das ist jetzt bei den Franzosen halt weniger der Fall bei deren Stellungen. Und hier hat man auch schon die ersten Metallplatten, die man zum Teil zur Absicherung der Unterstände und so weiter benutzt hat. Und so wie es da aussieht, gab es dann auch schon einen Einschlag. Wir werden jetzt mal hier hinten runter gehen und mal hier versuchen, in den Unterstand zu kommen. So, hier sind wir jetzt in dem Unterstand, hier mit Holz, teilweise Metall, hier oben nochmal gesichert beim Volltreffer, dass das zumindest ein bisschen irgendwie gesichert ist, aber ich weiß dann immer nicht, ob richtige Volltreffer die einzelnen Stellungen wirklich hätten geschützt. Ich vermute eher mal, dass das mehr vor Splitterwirkung und ähnliches schützen sollte, als Schrapnelle und Splitter, die die Soldaten hätten treffen können, die sind natürlich auch richtig tödlich gewesen einfach. Die haben ja teilweise ganze Gliedmaßen weggefetzt und die Soldaten im Prinzip vielleicht nicht immer unbedingt sofort getötet, aber zumindest kampfuntauglich gemacht, und alleine das hätte ja gereicht. Hier haben wir Wasser drin. Und so wie es aussieht, aber auch noch hier Reste vom Metall. Da werden wir auch noch sehr viele Relikte immer noch hier sehen und finden. Auch was Munition und so weiter anbelangt. Deshalb muss man hier auch trotzdem immer sehr, sehr vorsichtig sein. Das kann natürlich durch Regen, Witterung immer wieder hochkommen. Teilweise natürlich auch menschliche Überreste, die natürlich immer noch hier im Boden sind, und nicht alle wurden dann hier aus dem ehemaligen Schlachtfeld geborgen. So, hier haben wir jetzt diese Metallplatte, die doch auch schon sehr massiv ist, und ihr könnt hier erkennen überall die Schrapnellwirkungen. Vielleicht Einschusslöcher, hier könnt ihr das an der Seite sehen. Das ist alles sehr massiv, und hier gab es auf jeden Fall eine Direkteinwirkung, vermutlich durch ein Artilleriegeschoss
Und das wird höchstwahrscheinlich als zusätzliche Absicherung einfach auf einen von diesen Unterständen draufgelegen haben. Ja, und das ist halt das Ergebnis. Und hier habt ihr einfach die Sicht jetzt aus dem Graben heraus. Dann könnt ihr euch das vorstellen, wie die Soldaten hier standen, gewartet haben und einfach das Gefechtsfeld beobachtet haben. Mehr konnte man ja nicht machen. Das war ja alles im Prinzip ja, festgefahren. Es gab, wie gesagt, diese ganzen Angriffe, also 4 Sturmangriffe so gesehen, wo der Berg dann seinen Besitzer halt gewechselt hat. Aber das hat, wie gesagt, immer war immer begleitet mit erheblichen Verlusten einfach. Und letztendlich für ein paar Meter Geländegewinn, wie es halt so oft im Ersten Weltkrieg gewesen ist. Ja, hier Leute, seht ihr das jetzt gerade wieder. Wir haben hier überall Metallreste, Metallteile, die man hier benutzt hat für die Unterstände. Auch hier, ja, also wir befinden uns jetzt hier immer noch im Hauptgraben. Und hier auch eine ganz massive Platte. Also das ist wirklich jetzt hier schon in dem ersten Bereich. Also wir befinden uns jetzt hier, sage ich mal, nahe dieser Eierstellung. Wird das betitelt, das ist praktisch das weiteste Vorgehen der Deutschen im Angriff gewesen 1915. Praktisch die vorderste Stellung. Und dieser Graben hat halt diese Eierstellung verbunden. Und den laufen wir jetzt einfach mal weiter ab. Für euch auf jeden Fall viele Relikte noch einfangen, damit wir euch die mal zeigen können, weil das halt wirklich sehr selten ist, sowas auch aus den Zeiten da noch zu sehen. Also hier habt ihr auch wieder entsprechende Stacheldrahtbewehre, die jetzt hier schon zusammengeklappt sind, die man hier in dem Boden verankert hatte. Und hier ist sogar noch der Original Stacheldraht. Das ist Wahnsinn. Jetzt schaut mal hier. Jetzt kommen wir nämlich hier an einem vorgeschobenen Außenposten direkt hier am Berghang. Und jetzt könnt ihr euch das hier mal anschauen, wie das hier ausgesehen hat. Man hat hier 2 parallele Gräben. Hier dieses Konstrukt auch, was man hier reingesetzt hat, damit der Stacheldraht auch seine Form behält. Also praktisch wie noch so eine Eisenkonstruktion darunter gesetzt und dann praktisch den Stacheldraht hier so dran geflochten. Das geht jetzt hier hoch und ihr könnt hier im Hintergrund schon sehen, was wir jetzt hier für eine Aussicht haben. Und das ist halt dieser Punkt, was den Berg dann halt natürlich so besonders macht, wie logischerweise jeden Berg. Und wenn der dann natürlich grenznah liegt zu einem Land, was man dann letztendlich bekämpft, wird das halt ausgebaut. Ja, wir kommen jetzt hier in verschiedenste Unterstände. Und hier könnt ihr halt sehen, dass es sich hier halt um deutsche Stellungen handelt. Hier gibt es sogar noch Markierungen von den Soldaten. Das ist wieder ein Landwehrregiment gewesen, was hier das Ganze auch ausgebaut hat. Ja, und hier ist sogar ein Sockel. Hier stand vermutlich, könnte jetzt sogar ein Minenwerfer oder sowas drauf gestanden haben. Das war nämlich damals eine spezielle Waffe. Eine Waffe, die neu aufgekommen ist. Neben dem Maschinengewehr. Was man dann verwendet hat. Jetzt kriechen wir mal hier rein. In den ersten Unterstand. Die man hier ganz gut für Beobachtungszwecke oder als Maschinengewehrstellung verwendet hat. Und auch hier dürft ihr natürlich nicht vergessen,
durch die Einwirkung der Artillerie, durch die Baumaßnahmen, die Infrastruktur, die man hier auch natürlich erschaffen hat, da ist dieser Berg nahezu gerodet gewesen. Also das, was ihr heute hier an Bäumen seht, das ist im Prinzip ja alles nachgewachsen. Das war zu der damaligen Zeit einfach nicht mehr vorhanden. Ja, hier habt ihr die Steilkante. Hier wurde praktisch dieser Felsvorsprung genutzt. Und hier könnt ihr so ein bisschen von oben erkennen, wie das gemacht wurde. Wir haben hier diese Gräben. Hier geht es noch in weitere Stellungen. Da habt ihr diese Platten, die man verwendet hat. Da kamen noch Steine drauf. Und überall diese Stacheldrahtbewehrung. Durch die Pflege der Vereine, die halt sehr, sehr wichtig ist, haben wir halt wirklich die Möglichkeit, uns diese ganzen Sachen einfach noch so gut anzuschauen. Ne? Sonst würden halt auch viele Sachen einfach übererdet bzw. überwachsen sein. Und solche Sachen hier, das ist wirklich sehr beeindruckend zu sehen. Wow. Und schaut mal hier oben. Hier habt ihr ein kleines Relief. CM5. Da müsst ihr mir helfen, da weiß ich nicht, was damit gemeint ist. 245 1916 steht hier drauf. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen, aber sieht auf der Kamera ganz gut aus. Ja, hier hat man diesen Zugang versperrt. Aber ihr könnt hier erkennen, da hinten geht es noch runter, so wie das aussieht. Und das ist jetzt hier so ein Stollen, den man praktisch in diesen Berg gearbeitet hat. Weil ihr müsst euch einfach vorstellen, die Soldaten, sage ich mal, von unten nach hier oben zu bringen, war auch ein ziemlicher Aufwand. Und die mussten natürlich, sage ich mal, heile nach oben kommen. Das heißt, die Gräben wurden so angelegt, dass der Feind das natürlich nicht entdecken konnte, wenn, sage ich mal, eine neue Mannschaft, eine Ablösung oder Verstärkung nach oben befördert wurde, die man unbedingt brauchte. Die sollten natürlich diesen Weg bis hier hoch, der natürlich auch beschwerlich war. Heute kann man ja, sage ich mal, mit dem Auto bis auf das Plateau fahren und von da aus seine Erkundungen starten. Das gab es in der Form auch nicht. Es gab zwar sehr viele Seilbahnen und wie gesagt diverse Infrastrukturen, weil es war ja ein riesiges Management, Rohstoffe, Granaten und die Soldaten hier hochzubringen. Aber das wurde ja damals nicht mit Autos oder sowas gemacht. Das war erst so der Anfang mit den Automobilen. Das ging ja hier gar nicht, sondern man hat hier viel einfach mit Seilbahn gearbeitet. So, dass diese Stellung französische Stellung gewesen sind, Maschinengewehrstellung, die man auf eine deutsche Stellung gerichtet hat mit dem Namen Zuckerbrot. Ja. Und deshalb dieses Zeichen da oben auch, das ist für ein französisches Infanterieregiment. Hier passieren immer wieder solche Unterstände hier. Hier ist sogar, glaube ich, noch was. Ja, tatsächlich. Man kann das hier noch ein bisschen erkennen. Vielleicht ihr sogar auf der Kamera besser wie wir jetzt hier so. Auf Französisch. Das sind im Prinzip hier die Stellungen auf dieser Seite, wo die Franzosen im Prinzip schon die Möglichkeit hatten, nachdem sie das eingenommen hatten, Artillerie hier hoch zu schaffen, um dann in der Ebene wichtige deutsche Stellungen zu bombardieren, zu beschießen. Hier sind auch noch überall riesige Stahlträger drin, genauso wie hier verbaut sind. Ihr könnt das sehen, das ist hier alles hier richtig ausgebaut gewesen. Hier ist noch viel mehr.
Ja, und durch dieses Bombardieren sind da unten auch wichtige Eisenbahnstrecken gekappt worden, die man nicht mehr bedienen konnte. Und auch Seilbahnen hier hoch für die Versorgung wurden gekappt. Und die Deutschen haben halt später nochmal versucht, das dann ja, einzunehmen, was aber halt gescheitert ist. Auch nachdem sie halt 2 Stunden selber mit Artillerie drauf geschossen haben, weil die Franzosen einfach dann die höhere Position hatten und somit strategisch dann im Vorteil waren. So, wir sind jetzt hier oben am Gipfelkreuz angekommen, ihr könnt es sehen. Und ja, im Hintergrund wird schon gesungen. Hier kommt höchstwahrscheinlich gleich eine Belegschaft hoch auf den Gipfel. Ihr könnt es hören. Es wird noch ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob die hier hoch marschiert kommen. Ja, die hat nochmal einzelne Objekte, die man auch relativ selten sieht, die früher auch viel eingebaut wurden. Man hat hier wie so eine Art Einmannzelle, Splitterschutzzelle, wo es möglich gewesen ist, geschützt die feindlichen Linien im Prinzip zu beobachten. Ihr habt hier praktisch wie so eine kleine Kuppel installiert, wo hier eine verschiebbare Scharniereinheit ist. Wir können ja mal gucken, wie das Ganze hier befestigt ist. Das könntet ihr hier höchstwahrscheinlich drehen in alle möglichen Richtungen um 360 Grad. Und dann konnte man hier das Gefechtsfeld beobachten. Ihr könnt schon sehen, hier alles wieder durchzogen von Gräben. Da war höchstwahrscheinlich so ein Obelisk. Und hier werden wir uns jetzt mal die einzelnen Sachen in dem Bereich anschauen. Also das Objekt, was ihr hier seht, wird als Maulwurfshügel betitelt. Das war wohl damals sehr weit verbreitet, wurde dann aber nach und nach verschrottet in den ehemaligen Bereichen. Und man hat es dann teilweise auch in der Maginot-Linie halt weiterverwendet. Ja, oder allgemein halt verschrottet. Ne? Und das hat man wieder hergestellt. Das steht auch genau an diesem Ort, wo es damals vorgefunden wurde. Im Bereich von deutschen Stellungen, die 1916 eingenommen wurden. Also von den Franzosen, beziehungsweise die Franzosen waren erst hier und die Deutschen haben den Bereich eingenommen, Bereich des Ziegelrückens. Und das Ganze heißt Johann Albrecht Graben hier. Wir haben auch wieder so diverse kleine Kammernunterstände. Da wieder ein Bereich für einen Ofen. Man hatte hier einfach damals Angst deutscherseits, dass das Ganze wieder eingenommen wurde und deshalb wurde dieser Bereich auch sehr stark nochmal befestigt. Das ist ja auch interessant hier. Hier sind wie zwar so, ja, wie eine Art Postfach eingerichtet. Da kann ja mal jemand sagen, für was das gewesen sind. Das sind wie zwei so Kassetten, Holzkassetten hier mit Metall. Und irgendwas wurde hier reingemacht. Hier ist nämlich eine Stellung, Unterstand wieder. Auch immer nur minimal für Beobachtungszwecke. Eine Information gefunden,
Das sind im Prinzip Nischen. Hier hat man Handgranaten aufbewahrt, die man praktisch schnell packen konnte. Falls jetzt ein Ansturm war, ein Feind gekommen ist, konnte man sich hier schnell die Handgranaten rausziehen und praktisch hier über die Gräben werfen, den anstürmenden Soldaten entgegen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen oder wusste ich bisher nicht. Mit diesen Stein und Beton, das ist alles, auch wenn das vorher französische Stellungen waren, das ist alles nachträglich durch die Deutschen hier eingebaut worden, verstärkt worden. Wir können jetzt hier mal abzweigen, also das Grabensystem ist jetzt schon mittlerweile ganz schön überwachsen und auch schon labyrinthartig. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, befinden wir uns jetzt hier im Emma-Graben. Überall habt ihr jetzt hier, wie gesagt, die Reste der ganzen Stellungen, der Stacheldrahtbewehre. Man hat immer offene Bereiche gehabt und geschlossene Bereiche. Auch hier geht es wieder rein irgendwie. Also das ist hier wirklich, da musste man schon wissen, wo man sich jetzt in dem Moment befand. Hier kommt man praktisch wieder hoch. Sehr interessant. Fragt, warum das dann halt immer oder woher diese Namen halt stammen. Irgendwann fing es halt auch an, dass man sich, sage ich mal, gar nicht mehr zurechtfinden konnte, weil die Gräben ja so durcheinander auch angelegt wurden oder es so viele Gräben halt auch gab, dass ja die Soldaten, die dann hier stationiert gewesen sind, dass die sich dann halt auch die Namen einfallen gelassen haben. Ne? Das waren Namen von Kommandanten oder ja irgendwas, mit dem sie halt das Ganze verbinden konnten. Und dann gab es halt dann immer diese ja, entsprechenden Bezeichnungen oder Namen von diesen Gräben und Stellungen dann. Wir haben hier gerade eine ganz interessante Geschichte gesehen. Wir haben hier so einen Metallkasten. Den konnte man höchstwahrscheinlich aufklappen. Das war auch bestimmt eine Beobachtungseinrichtung. Ich weiß nicht, ob wir da hier gleich reinkommen. Vermutlich. Ja, schaut mal, Leute. Jetzt ist Melanie hier unten. Du musst mal die Taschenlampe ein bisschen zu dir nach vorne, damit man was von dem Raum sieht. Ja, da könnt ihr sehen. Wir gehen hier praktisch so einen Schacht runter. Das ist Melanie und leuchtet. Und hier konnte man wahrscheinlich über eine Trittleiter überstiegen, hier hoch. Ja, in diesen Beobachtungsbereich, der hier komplett mit Stahl ausgekleidet ist. Ihr könnt sehen, der ist wirklich massiv hier. Fingerdick, bestimmt locker 2 bis 3 Zentimeter ist das Ding hier ja, gesichert. So, jetzt sind wir hier in diesem Beobachtungsraum, Unterstand. Boah, und der ist richtig niedrig hier. Und hier kommen wir nämlich nochmal, da wo Melanie steht, in diesen Bereich. Ich halte euch mal jetzt hier rüber. Jetzt könnt ihr das auch nochmal sehen. Da oben haben wir gerade reingeschaut. Ja, und hier haben sich die Soldaten was einfallen lassen, wie so eine Art kleinen Miniturm gebaut, wo sie ja, das Gefechtsfeld wieder beobachten konnten. Boah, und jetzt müssen wir erstmal wieder hier raus. Das ist wirklich wieder nichts für große Leute. Boah. So, wir gucken jetzt mal hier, was wir hier finden. Guck mal, hier sind solche Stollen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der ganze Berg ist auch durchzogen. Nicht nur von 90 Kilometern Laufgräben, sondern man geht von über 6000 Stollen und ja, Unterkünften, Bereitstellungen aus. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel mal so einen Stollen gefunden. Das ist ganz interessant. Ja, wow. Der ist auch relativ groß. Gucken mal.
Ja, ihr habt hier wieder dieses Rundblech, was hier typischerweise so im Ersten Weltkrieg verwendet wurde. Und da hinten wäre es höchstwahrscheinlich weitergegangen. Da ist noch eine Aussparung, das ist jetzt aber zugeschüttet. Vielleicht wäre es auch da wieder nur in den nächsten Schützengraben rausgegangen. Also das ist schon eine größere Mannschaftsunterkunft höchstwahrscheinlich. Oder ja, für Munitionslagerung, das kann man jetzt nicht ganz genau sagen. Aber krass. Ja, hier seht ihr auch wieder eins von diesen Rundblechen und andere Metallteile. Und hier kommen wir jetzt noch zu weiteren Bereichen, weil was hier jetzt ganz interessant ist, das ist ein Bereich, wo man dann ja auch 2 Flammenwerfer deutscherseits mit auf den Berg geschafft hat. Einmal eine kleinere Version und eine größere Version. Die größere Version hieß Groß betitelt und eine kleinere Version, die hieß Clive. Der Clive hatte einen Feuerausstoß von 15 Metern und der Groß 40 Meter. Und der Clive, der konnte von einem Mann bedient werden. Und der Groß, der war unter anderem auch in einem Bunker verbaut. Mal schauen, ob wir diesen Bunker finden. Es könnte vielleicht sein, dass das dieser Bunker hier gewesen ist. Das ist hier leider verschlossen. Aber schaut euch das mal an hier. Das sieht ja merkwürdig aus. Das sieht aus, als ob das hier ein Stück ist von einer Granate. Dass das hier irgendwie eingearbeitet wurde. Hier auch ganz interessant. Hier habt ihr so eine kleine Metallschale eingebaut. Eine Sichtluke, also überall sich das so zurechtgebaut, wie es für die Soldaten passte. Hier auch obligatorische Nischen, auch da oben. Und hier geht es unten rein. Bereiche sind dann teilweise abgesperrt, das respektieren wir dann auch und gehen da jetzt nicht weiter rein. Hier nähern wir uns jetzt mal separaten Blockhäusern. Hier ist auch noch mal eine Scharte vorgesetzt. Und hier habt ihr jetzt mal einige der Blockhäuser aus dem Bunker, die man hier gesetzt hat. Auch das sind Beobachtungsbunker. Man kann jetzt hier noch leicht eine Schrift erkennen, aber ich kann jetzt nicht mehr lesen, was da steht. Wir gehen mal hier unten rein. Und dann wird man hier hinten schon wieder rauskommen. Aber ihr seht, es ist jetzt hier schon massiv gemacht, diese Schalenbauweise hier. Also man hat wirklich von Jahr zu Jahr diesen Berg immer weiter ausgebaut, massiver auch ausgebaut, zumindest hier auch auf deutscher Seite, um die Stellungen auch einfach zu festigen. Dieser Berg jetzt hier in dem Moment, beziehungsweise die Blockhäuser, Stellungen, hieß ein Krotenloch. Ja, und damit konnte man halt diesen Bereich halt von dem Berg überwachen. So, hier kommen wir jetzt noch mal zu so einem Unterstand. Also dieses Krotenloch ist auch noch mal eine ganz legendäre Geschichte eigentlich, weil da nur sehr wenig Gebirgsjäger der Franzosen die Stellung gehalten haben gegen eigentlich eine Übermacht deutscher Grenadiere. Und die Deutschen dann letztendlich auch erstaunt gewesen sind, dass dieses Plateau von nur so wenig Soldaten gehalten wurde. Wir haben jetzt hier auch noch mal wieder so einen kleinen tieferen Stollen bzw. Unterstand. Oh hey, da müsst ihr auf jeden Fall mal reinkommen. Das ist richtig interessant.
jetzt hier gerade in so einem Unterstand, aber das ist eher wie so ein Tunnel. Und das müsst ihr euch jetzt mal anschauen hier. Das ist wirklich sehr betrübend. Man kommt hier jetzt nur im Entengang vorwärts. Ja, und hier ist leider schon Wasser. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Das ist ja krass. Oder? Das hat man jetzt auch noch nicht gesehen. Diese Version hier. Das ist schon wirklich sehr gut gesichert auch. Als Verbindungsgänge. Und das fällt natürlich draußen im Feld gar nicht auf. Jetzt habe ich eine Mücke geschluckt. Uiuiui. Ja Leute, ich bin jetzt gerade in dieser Beobachtungsvorrichtung, denke ich mal. Das ist wieder so ein Turm. Und man konnte hier höchstwahrscheinlich ein Periskop raushalten und dann den Feind beobachten. Und das Interessante ist, man kann das hier noch verschließen. Ein bisschen anheben. Und dass das nach all diesen Jahren noch relativ gut funktioniert. Echt erstaunlich. So diese kleinen Wellblechbögen, die hier unten hergehen, die gehen praktisch bis zu diesem Aussichtspunkt. Und hier in den Gräben parallel gibt es immer wieder die kleinen Scharten. So, hier wäre man zum Beispiel auch wieder rausgekommen aus einem so einem Bereich. Ihr seht da diese Holzverschalung und so weiter noch. Das ist ein Gotthardtunnel. Ja, ein Stück weit sind das immer hier tiefe Stollen, die leider auch schon zugefallen sind und jetzt nur sporadisch hier gesichert wurden. Da habt ihr aber halt einen Einblick, wie tief das dann teilweise hier auch in dem Berg dann gewesen ist. Ne? Das ist schon Wahnsinn, wenn man das jetzt alles nochmal so ausgräbt. Das waren ja alles Pioniertruppen, die das hier gemacht haben. Und es gab ja auch halt viel Zeit zwischendurch, das zu erstellen. Auch hier haben wir wieder einen Bereich, der gesichert ist, wo es jetzt auch richtig unter dem Berg nochmal geht. Beziehungsweise da unten scheint es auch wieder rauszugehen. Aber ihr seht ja, das ist halt entsprechend einsturzgefährdet. Und ja. Da muss halt nur einem Touristen was auf den Kopf fallen und dann gibt es Probleme. Großherzog ist das hier. Wow. So etwas größer hier hat man sogar noch Schriften teilweise hier. Wow, wie so eine Unterschrift hier. Könnt ihr das hier erkennen? Hier oben geht's weiter. Wow. Seht ihr die Wellblechdächer hier unten noch?
wieder hier so einen Ausguck gefunden. Komm. Zwei Leutchen. Schwierig. Ja, hier ist noch, keine Ahnung, wie so eine Art Trittstufe wahrscheinlich gewesen. Ne? Hier konnte man das wahrscheinlich ähnlich wie das, was wir gesehen haben, auch verschließen. Wahnsinn. Also Festung groß ist groß. Das ist wirklich massiv hier unten. So, wir sind jetzt hier oben auf dem Plateau bei der Festung Großherzog. Das sind jetzt mehrere kleine Festungen, die zusammenhängend sind. Also die sind praktisch untertunnelt. Also es gibt Versorgungstunnel, die die Festungen verbinden. Und das ist der Punkt, den die Deutschen auch lange Zeit gehalten haben. Und ja, wir haben jetzt hier noch entsprechende Beobachtungseinrichtungen teilweise noch verbaut, die wir auch schon vorher gesehen haben. Hier ist es ein bisschen überirdisch. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass die teilweise richtig betoniert noch waren und dann halt eingelassen sind im Erdreich. Und es ist immer so das gleiche Konstrukt auch gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie man diesen Typen jetzt hier nennt. Da haben wir jetzt keine Information gefunden, aber vielleicht weiß es einer von euch. Der könnte das hier mal in die Kommentare schreiben. Und ja, das Wetter ist eigentlich noch ziemlich gut. Wir werden jetzt von hier aus wieder umkehren und auf dem Rückweg schauen, ob wir noch mehrere Sachen finden können. So, hier sind wir jetzt nochmal in der Festung beim Aussichtsfelsen. Unterer Waffenplatz. Oh hey, hier brauchen wir auf jeden Fall jetzt gleich eine Taschenlampe. So, jetzt sind wir hier unter dem Aussichtsfelsen. Das ist ein Teil dieser Verbindungsstollen. Die hier gemacht wurden. Hier seht ihr nämlich auch, hier geht es nämlich auch hoch. Da. Also jetzt könnt ihr hier wieder den Ausbau erkennen. Also ganz massiv sich hier in den Berg gearbeitet. Dann noch so Zwischenwände gezogen. Und dann ging das hier runter auf die Hauptstrecke. So, jetzt wären wir hier beinahe vorbeigegangen. Hier an der Seite von den deutschen Stellungen, die wir gerade da oben uns angeschaut haben, haben die Franzosen, so ein berühmter Künstler, der auch in dem 152. Infanterieregiment gedient hat. Man kann das da oben lesen auf der Flagge. Der hat das hier konstruiert bzw. erschaffen. Und das ist aber schon eine leicht abgewandelte Form, weil die Nationalsozialisten 1940 dieses Denkmal zerstört hatten. Und er hat es dann später nach dem Krieg dann nochmal in abgeänderter Form dann wieder hergestellt. Und ihr habt ja auch riesige Granaten hier verbaut zusätzlich. Das sieht mir eher aber aus wie so Fliegerbomben.
Können aber auch Mörsergranaten sein. Von einem größeren Kaliber einfach. Das ist schon, wenn man das hier erkennt, schon riesig. Und auch hier, seht ihr ja, hier geht es ja praktisch auch wieder in den Berg hinein. Wahnsinn. Unter dem Denkmal ist noch eine weitere Feste, die Feste Ratz. Auch für Artillerie mit 2 unterirdischen Räumen. Aber so wie das aussieht, auch schon. Ne? Ah, da muss ich mir noch mal eine andere Taschenlampe holen, eben kurz. So. Mit der Taschenlampe sehen wir ein bisschen mehr. Da reicht der Scheinwerfer nicht aus. Und hier könnt ihr sehen, das hat man schon wieder ein bisschen freigeräumt. Oh. Oh. Da ist wieder so eine Kammer. Und dann gibt es noch eine weitere Kammer. Da kommt man höchstwahrscheinlich von der anderen Seite ran. So, das Wetter schlägt gerade um am Hartmannsweiler Kopf. Wir sind jetzt gerade noch in der Festung Ratz. Warten eben ab, bis der Schauer vorüber ist. Wir haben zwar Regenkleidung an, aber wir wollten eben kurz abwarten. Aber es scheint sich jetzt eben gerade besser zu haben. Die Technik hat keine Regenjacke an. Das stimmt. Technik, Kamera kann man dadurch noch ein bisschen schützen. So Leute, hier haben wir jetzt mal wirklich ein Relikt noch gefunden der Waffensysteme, die hier eingesetzt wurden. Und zwar ist das hier der Boden von einem schweren Minenwerfer. Man sieht hier noch so diese Konstruktion. Die waren auch teilweise noch ein bisschen weiter oben platziert. Und hier war halt, ja, wie so eine Art, das kann man im Prinzip vergleichen mit so einem Mörser. Die wurden hier im Prinzip verbaut und eingesetzt. Durchmesser, ja, bestimmt locker 1,20. Hier könnt ihr jetzt auch nochmal 2 massive Schwungräder jetzt sehen für den Antrieb der Seilbahn. Wahnsinn. So, das Wetter schlägt um, ihr könnt sehen. Wir wollen jetzt noch eine letzte interessante... Oh, es hagelt sogar jetzt. Ei. Jetzt ist alles drin hier heute. Hagel. Wir müssen jetzt hier runter. Scheiße. Sagt man nicht. Also, ihr merkt, Leute, jetzt ist wieder voll das Abenteuer. Hier oben könnt ihr noch sehen, da guckt, da sieht man ein Loch. Boah, der ging jetzt aber voll auf die Hand hier. Hoffentlich werden die jetzt nicht noch größer. Wir haben es gefunden. Krass. Mach mal die Linse sauber.
Das ist jetzt richtig mystisch hier. Der Ziegelrückenstollen. Ich kann gar nicht so weit nach oben gucken, sonst kriege ich Nagelkorn ins Gesicht. Heidewitzka, Leute. So könnt ihr euch jetzt wieder vorstellen, wie es den Soldaten damals gegangen ist bei so einem Wetter. Neben den Kämpfen noch war das Wetter und die Natur der natürliche Feind. Dann geht es noch richtig weit rein, also eine große Kammer. Und dann kommt ein Bereich, der ist aber, glaube ich, verfüllt. Ich denke mal, der war auch länger gewesen, der Stollen. Ja Leute, das war es im Prinzip mit diesem Video. Wir beenden es hier am Ziegelrückenstollen, der hier nochmal mehr oder weniger ein Mahnmal für die Schlachten gewesen sind. Und genau wie hier haben wir heute etliche Relikte, Kartuschen, Reliefe und ähnliche Sachen gesehen, eine Menge Stellungen. Also hier kann man sich wirklich mehrere Tage aufhalten und hat wahrscheinlich immer noch nicht alles gesehen. Und das zeigt einfach, wie massiv dieser Berg praktisch im Krieg beansprucht wurde und nicht umsonst halt diesen Beinamen Menschenfresser bekommen hat, weil das, was hier gemacht und erschaffen wurde, das ist halt wirklich wieder dieser Wahnsinn, der halt in den Weltkriegen stattgefunden hat. Und wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat, dass ja, ihr ein bisschen was gesehen habt. Wir werden euch auf jeden Fall ein sehr gutes Video auch nochmal, was den historischen Hintergrund anbelangt, mit einblenden. Und zwar bei Medmai Chance heißt der Kanal. Der wird von einem Schweizer betrieben. Und er hat hiervon auch eine richtig schöne Doku erstellt, also richtig schön. Und auch nochmal eine Menge historischer Fakten eingebaut, die wir so alle euch jetzt vielleicht nicht mitgeteilt haben oder vielleicht nur zu oberflächlich. Und deshalb supporten wir das gerne auch nochmal und erwähnen das hier. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Wir verlinken es oben nochmal im Video. Und schaut auf jeden Fall vorbei, weil das Video ist auch richtig, richtig gut. Ansonsten lasst ein Abo da, kommentiert, liked dieses Video, schaut auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!